Er war ja nur eifersüchtig. Auf Eimer und mich. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps Stanley cradled the bucket in a gentle embrace, protective yet delicate, assertive yet compassionate. Ja. Stanley clutched the bucket tightly to his. This was not. Aber jetzt muss ich Eimer-Chans Herz brechen. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Jetzt ziehe ich wieder den Stecker. Da bin ich mal sehr gespannt, was passiert. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Also bei diesem Ende jetzt gerade schon. Said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir den Stecker ziehen. In here, said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Now pick up the phone, said the bucket. Pick up the phone and it will take us back home, where we can go about life together. Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. Oh Gott, ich bin it's sitting gespannt. right here. Let's take a look. Jetzt bin ich aber mal gespannt. What is comedic timing? What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm Dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm Dunny with the funny" now. I'm Dunny with the funny. Good. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp.
After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threatened our very existence, and to very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. Okay. Hey, goodness, this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Okay. Aber hey, das muss ich mir echt alles merken. Vielleicht wird es dann doch noch was mit dem Comedian da sein. Das war ja immer mein Ziel. Aber vielleicht habe ich das einfach alles immer nur falsch gemacht. Ich habe meine Flyer zu selten ausgedruckt. Ich brauche mehr Flyer. I can feel it. This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. A talking bucket, you'll say? How ridiculous. How absurd. What a hilarious concept. The king of comedy. That's what you'll call me. Thank goodness we had the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now. Well, I wouldn't be the king of comedy, that's for sure. The bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The bucket spoke. Oh, I'll figure it out on the fly. No need to overthink things. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Und wehe, er sagt am Ende nicht I'm Dunny with the funny. Ich meine, ob er jetzt seinen Arm hochgehoben hat, kann ich von hier aus schlecht sehen. Aber schauen wir mal, wie gut er sich anstellt. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Ja? What? We're back at the phone already? No. What's going on? There was supposed to be several rooms leading up to this. There was supposed to be a build-up to this point, a dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the two doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and rewatch that instructional video again. Surely that will help me improve my... Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Okay, gucken wir mal, wie es mit dem Timing jetzt aussieht. Es ist wieder direkt hinter der Tür, okay. What? We're back at the phone already? No. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Ich glaube, ich mal links gehen muss, aber eigentlich wollen wir ja zum Telefon. Das war ja der Sinn des Ganzen. What? We're back at the phone already? No. Okay, aber ich glaube, ich muss mal links gehen, weil Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Weil der Eimer eigentlich ja immer nur redet, in Anführungszeichen, wenn wir rechts gehen. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done and over. It's all your fault, Stanley. Ja, klar. I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings from now on. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Wieso bin ich jetzt schuld? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Stanley, you love the bucket so much it's like you...
It's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Yes. Well, let me try that again, Stanley. I heard that you are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Still not? Oh je, die tun ja weh, die Witze. Pale with shame. Pale with shame. Pale... What's another word to describe a bucket? Stanley, this bucket is so metal. I think I saw it playing guitar. Ah. No. Oh Gott, die könnten alle von mir sein, das ist schlimm. His obsession with the bucket, which was the whole point of this. I'm no good at these jokes. I need more instructional videos. Oh Gott, nicht mehr Videos. That's what will make me the king of comedy again. More instructional videos. Let's see. Puh, zum Glück haben wir das hinter uns. Ich hätte nicht noch mehr Lehrvideos ausgehalten, glaube ich. Ei. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Ah, Stanley's bucket. The only co-worker he would ever truly need. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Wobei, vielleicht hätte ich das am Schluss machen sollen. Egal, ich kann es ja ans Ende schneiden. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was it... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Wisst ihr was, ich gehe zurück. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Ich möchte doch erst hier noch was Still no one machen. was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where... Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Vielleicht schneide ich die Eimer-Enden ja ein bisschen zusammen, dann müsst ihr euch nicht jedes Mal das gleiche Zeug Stepping into his anhören. manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the... But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. So. Jetzt müssen wir wieder mal hier hin. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Jupp, tatsächlich machen wir das. Und jetzt springen wir hier wieder über die Brüstung mit unserem Eimer. Mal gucken, ob wir einen neuen Song kriegen vielleicht sogar. Ein neues Lied. Schauen wir mal. But just as Stanley was about to proceed further into the mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which safely cushioned his fall. Now, what to do next, Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. Okay. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here, a bit cold perhaps. After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful for when the bucket was craving paninis. But it wasn't until the rugs and the standing lamps came in that it really started to feel like a home. In fact, after some time, Stanley realized that it had been ages since he had even thought of the mind control facility at all. He'd never gotten to fully explore what was up there, never been able to unearth the many mysteries of the mind control facility. This lack of closure began to eat at him. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. Nein. It unsettled the bucket deeply. Stanley wasn't usually like this.
The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. All Stanley could think about, all he could talk about, was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. This made no sense at all to the bucket, which was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was unconsolable. This isn't an ending. This is just a hole in the ground. The bucket sighed. True, it wasn't an ending, but it's where we happen to be. And maybe, possibly, if we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. It's what the bucket was counting on. The two of them waited for a very long time. Aber es war ein Ende. Am Ende war es ein Ende. Wieder das gleiche Telefonat. Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Gleiche Can you verify Telefonat. that this is correct? So. Is Stanley, without the bucket, really Stanley at all? No, no, surely not. So, jetzt gehen wir wieder Stanley nach clutched the rechts. bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Well, no, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes, good. Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Nope. No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, "No buckets past this point." Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless... What if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Hätten wir uns da schon früher mal drum kümmern sollen. Jetzt nicht hier am Ende erst. Ups. Vielleicht haben wir es die ganze Zeit falsch verstanden. Is this a bucket? Ich hoffe doch. Now then, I'm going to run you through some test scenarios and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Okay. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay, let's begin. Item 1. Is this a bucket? Ja. Incorrect. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Wie soll ich denn das von hier erkennen? Das ist lauter solche Dinge. Item 2. Is this a bucket? Ja. Incorrect. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Ich wette, wenn ich Nein sage, dann ist es einer. Item 3. Is this a bucket? Nein? Incorrect. Natürlich. This is a bucket. Das war so klar. Mal wieder kann ich nur falsch liegen. Oh. Item 4. Is this a bucket? Nee. Correct. This is a tractor and not a bucket.
To be Wenigstens honest, war ich I einmal just sort of richtig. put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Thank you for not making me look like an idiot. Okay, next one. Ich hätte Ja drücken sollen. Einfach nur aus Trotz. Is this a bucket? Ja. Correct. Was? This is a bucket. Hä? Seit wann ist das ein Eimer? Gerade war es noch ein Traktor. Item 6. Is this a bucket? Stimmt nicht, aber ich sage ja. Trick question. Both. Gotcha. Aber warum? Warum ist es beides? Was ist es denn dann? Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something, and therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Ja, Do ich any auch. of us know what a bucket is? Am I a bucket? Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from the game entirely. Okay, here we go. Nein, kein mein Eimer. What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue. But it doesn't change the fact that we haven't got a game. Ja. So, tell you what. I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? All right, here we go. Keine Sorge, ich erzähl's niemandem weiter. So, weil ich nicht genau weiß, wie ich zu diesem angeblich existierenden letzten Ende komme, wo man mit dem Eimer in extra Content reingehen soll eigentlich, würde ich einfach sagen, dass es das hier jetzt war für uns, für den Eimer, für Stanley, für den Erzähler, für die Stanley Parable Ultra Deluxe Edition auf meinem Kanal. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei allen fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch genauso ultra gut gefallen wie mir. Vielleicht holt ihr euch das Spiel ja auch selber, um es selber auch mal zu erleben, kann ich höchst weiterempfehlen. Vielleicht holt ihr euch jetzt auch einen Eimer. Ich kann auch Eimer sehr weiterempfehlen. Wie wir wissen, alles ist ein Eimer. Außer uns. Wir sind keine Eimer, aber alles andere ist ein Eimer. Ich liebe es, ich liebe den neuen Content. Es ist wahnsinnig geil. Die neuen Endings. Der Eimer an sich ist schon ein ganzes Spiel wert. War ja auch fast ein ganzes Spiel wert. Einfach nochmal die ganzen Endings, dass die alle nochmal ein extra Eimer-Ending auch noch mitbekommen haben, finde ich ultra cool. Ultra super, mega lustig. Die Dialoge und den Erzähler sowieso habe ich ja durchs Let's Play hinweg immer wieder gepriesen und gelobt. Die Witze finde ich super geil. Wie es einen zum Nachdenken anregt, finde ich mega gut. Ja, einfach alles in allem ein mega cooles Spiel. Sehr überraschend, sehr intelligent, sehr witzig, sehr zum Nachdenken anregend. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.
So, hier noch ein ganz kleiner Bonus-Part, weil es hat mich auch völlig überraschend getroffen. Es gibt noch einen geheimen Epilog zu dem Spiel. Das wusste ich noch gar nicht und ich habe es auch ganz aus Versehen gefunden, als ich das Spiel nochmal neu gestartet habe nach der letzten Aufnahme, wo ich eigentlich dachte, ich bin schon durch mit allem. Ich kann euch leider nicht zeigen, wie man zu dem Epilog, wie man den freischaltet, weil ich dafür ganz viel von dem Spiel nochmal neu spielen müsste, um euch das zu zeigen. Aber ich kann es euch erklären. Also, ganz am Anfang wurde man ja mal gebeten, die Uhrzeit einzustellen und dann kam so ein bisschen lustiger Dialog und so im Startmenü. Beziehungsweise noch vor dem Startmenü. Und das passiert jedes Mal, wenn man das Spiel also ausschaltet und nochmal neu anschaltet, passiert das 3-mal. Und man muss alle 3-mal die Uhrzeit einstellen, also was anderes als die, ich glaube 12 Uhr morgens zeigt es an, die Uhrzeit verstellen. Man muss auch den neuen Bonus-Content gespielt haben. Und man muss das Ending freigeschaltet haben, wo man die Figürchen, die Stanley-Sammelfiguren sammelt. Also nochmal von wegen, es bringt einem nichts, wenn man die sammelt. Und dann, wenn man das Spiel nochmal anschaltet, dann hat man einen geheimen Epilog. Also ich kann euch leider nicht zeigen mehr, was immer, wenn man es anschaltet, da kam, wo man die Uhrzeit einstellen musste. Da müsst ihr es halt dann mal selber spielen, wenn ihr das sehen wollt. Oder woanders auf YouTube suchen, je nachdem. Aber ich kann euch den Epilog selber zeigen. Und das machen wir jetzt gleich mal. Oh. Jetzt ist unser ganzes Büro in Staub aufgelöst, aber wir sind noch da. Warum laufen wir mitten durch die Wüste? Nicht irgendwo hin? Oh. Okay. Schönes Lagerfeuer mit meinem Bürostuhl. Wo auch immer ich das Holz her habe. Das ist eigentlich ein schönes Wallpaper. Die Musik ist auch ganz nice. Wow. Das ist echt so postapokalyptisches Büro, ne? Folge mal den Bürostühlen. Vollmond. So wie eine interessante Stimmung. Auch keine Ahnung, wo wir hingehen. Wir wandern einfach durchs Nichts. Oh. Oh. Irgendwo in diesem Nichts haben wir die Erinnerungszone gefunden. Warte mal, was ist das? Ist das eine... Ist das eine Telefonzelle? Nee, hä? Es ist die Rettungskapsel mit unserem Eimer. Oh nein. Ich könnte ihn mitnehmen, aber ich glaube, ich spiele dann lieber den Epilog schnell nochmal und mach's erstmal ohne Eimer. Nicht, dass der hier wieder was verändert. Ich komme wieder, Eimer. Ich nehme dich gleich mit. Aber ich gucke erstmal, was ohne Eimer passiert.
Generator steht noch da. Ui, aber irgendwie ist alles weg. Die Schilder sind alle leer. Die Musik ist so ein bisschen leicht verstimmt auch. Alles voller Sand. In Loving Memory, Stanley Parable 2. Okay. Alles ziemlich kaputt hier. Ich folge mal dem Kabel. Oh, haben wir hier noch irgendeine Review rumliegen? In dieser Höhle. Cookie 9's Blog. Rezension Stanley Parable 2, verfasst am 27. April. Wie vielen anderen hat mir das originale Stanley Parable viel Spaß gemacht, was unterstreicht, wie sehr mich die Fortsetzung enttäuscht. Wo das erste Spiel vor Originalität nur so strotzte, ist die Stanley Parable 2 öde, uninspiriert und eine Beleidigung für alle Fans. Anstatt das auszubauen, was das erste Spiel unterhaltsam gemacht hat, schwenkt die Fortsetzung in Bereiche ab, nach denen keiner gefragt hat. Ein unendlich tiefes Loch? Wen juckt's? Wo sind die neuen Enden? Was ist mit den unterhaltsamen Features von The Stanley Parable 1 wie der Abenteuerlinie? Stattdessen bekommen wir eine uninspirierte Nebenaufgabe, Figuren sammeln. Was auch falsch geschrieben ist, da steht Figuren sammeln. Nicht mal schreiben können die hier. Selbst dieser Zeitvertreib fühlt sich unvollständig an. Wenn man alle Figuren sammelt, bekommt man gar nichts. Ja. Eigentlich schon. Nämlich das hier. Wieder eine sehr nice Anspielung darauf. Und außerdem, es gibt ja neue Endings. Es gibt ja eigentlich nur neue Endings, weil ja alle alten Endings nochmal neu werden mit dem Eimer. Oh, hey, sind die Namensknöpfe. Ach, ich fühle mich wieder so angesprochen. Jetzt haben wir hier Real Web. Stanley Parable Entwickler, keine weiteren Spin-Offs, keine weiteren Fortsetzungen von Snipsweemy am 9. Juli. Als The Stanley Parable 2013 mit großem Erfolg auf den Markt kam, planten die Macher, ein ganzes Franchise daraus zu machen. Aber wie in der heutigen Pressemitteilung erläutert wurde, haben die katastrophalen Verkäufe und schlechten Kritiken von The Stanley Parable 2 die Entwickler dazu veranlasst, ihre Ambitionen neu zu überdenken. Es ist offensichtlich, dass die Fans nicht noch mehr von The Stanley Parable wollen, heißt es in der Pressemitteilung. Wir dachten, dass unsere Vision der Serie bei den Spielern Begeisterung auslösen würde, doch es hat sich herausgestellt, dass das bei weitem nicht der Fall ist. Weiterhin wird in der Pressemitteilung das Versprechen gegeben, die künstlerische Integrität des Originalspiels zu wahren und die Fans nicht weiter mit unseren waghalsigen und beleidigenden kreativen Visionen zu belästigen. Das Wort Entschuldigung taucht in der Pressemitteilung über 25 Mal auf. Ist das eine geheime Anspielung darauf, dass es noch mehr Stanley Parable geben wird? Eines Tages, irgendwann? Würde ich mich nicht beschweren. Ich kann mir zwar wenig schwer vorstellen, wie man das hier noch toppen soll, aber das konnte ich mir beim Original auch schon nicht vorstellen und sie haben es trotzdem geschafft. Stanley. Ah. Bild. Das irgendwelche Entwickler? Das sagt mir jetzt nichts. Jim. Stanley. Jim. Jim. Es gibt einen Knopf, der Stanley sagt. Das ist irgendwie auch ein bisschen creepy. Stanley. Ist hier auch immer einer dabei, der Stanley sagt? Jim. Nee, ich habe zufällig den einen Knopf gefunden, der Stanley sagt und da ist auch noch irgendein geheimes Foto. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber ist ja cool. So, hier glitzert's wieder. Oh. Ich habe es wieder zurück ins Büro geschafft. Es ist keine Uhrzeit. Steht da irgendwas? Nee, Quarzuhr. Thank you for enjoying the new content. Und was leuchtet hier? Ein Computer. Hallo nochmal. Ja, das ist die
kann ich es Stimme nennen, die uns immer angesprochen hat, wenn wir das Spiel neu gestartet haben. Schön, dich zu sehen. Aber wie schrecklich zu erfahren, dass es nie wieder ein Stanley Parable Spiel geben wird. Hast du gelesen, was die Entwickler gesagt haben? Die Integrität der Serie wahren. So ein Quatsch. The Stanley Parable ist nicht heilig, wir müssen es nicht schützen. Zum Teufel mit dem Vermächtnis. Machen wir weiter Stanley Parable Spiele, bis die Sonne explodiert. Fahren wir diese Serie voll gegen die Wand, ziehen wir sie durch den Dreck hin und her. Und wenn die Leute es hassen, wen juckt's? Schau, das war das Problem des Erzählers. Er war besessen davon, was andere über seine Arbeit dachten. Mach nicht denselben Fehler. Klammere dich nicht ans Vermächtnis. Lass es brennen. Es ist nicht schwer. Hier, ich zeige es dir. Zusammen machen wir The Stanley Parable 8. Man sieht, dass ich inzwischen das Spiel schon ein paar Mal wieder neu gestartet habe, leider. Sonst wäre es jetzt hier The Stanley Parable 3. Also, Entschuldigung dafür. Es ist ganz leicht. Wir müssen nur die Zahl auf dem Titelbildschirm ändern. Und wir brauchen einen richtig dämlichen Untertitel fürs Spiel. Irgendwas Lautes und Protziges. Na los, kombiniere irgendwelche zufälligen Wörter zu einem neuen Titel für unser Spiel. The Stanley Parable 8. Ein Flüstern von Laserstrahlen. Bestätigen. The Stanley Parable 8, ein Flüstern von Laserstrahlen. Es ist absurd, ich liebe es. Immer wenn du das Spiel neu startest, erhöhen wir die Zahl der Fortsetzung um 1 und dann wählen wir einen neuen Untertitel. So wird The Stanley Parable niemals enden. Und im Spiel selbst ändert sich auch nichts, wenn du das machst. Neue Inhalte hinzufügen hört sich nach Arbeit an, das ist nicht nötig. Es werden einfach immer dieselben Inhalte sein, immer wieder neu verwertet, mit einem neuen Titelbildschirm. Was meinst du? Sollen wir mit diesem Plan weitermachen? Mir gefällt er, aber ich will, dass du auch mitredest. Ja, das machen wir. Gut, dann ist es entschieden. Eine neue Fortsetzung, immer wenn du das Spiel startest. Und weißt du was? Weil du an meine Idee glaubst, will ich dir auch etwas geben. Weißt du, mir ist aufgefallen, dass der Erzähler nie einen Weg gefunden hat, dir den kaputten Erfolg zu verleihen, stimmt's? Ach ja, da gab es ja diese Maschine, die nicht funktioniert hat für das Achievement. Natürlich nicht. Ich hätte auch nicht erwartet, dass er wüsste wie. Das hat mich die ganze Zeit geärgert. Bringen wir es in Ordnung. So, das war's. Die Erfolgmaschine ist repariert, okay? Wer bist du, dass du Sachen kannst, die der Erzähler nicht kann? Wir haben hier noch mehr körperlose Entitäten, die irgendwelche Kräfte haben. Es ist ein bisschen beunruhigend. Siehst du, ich bin auf deiner Seite. Wir sitzen im selben Boot. Wir werden diese Räder in Bewegung halten. The Stanley Parable kann nicht enden. Es kann sich nur für spiralförmig in sich selbst hineindrehen. Endlos. Es kann sich nur für spiralförmig? Ich glaube, das ist auch ein bisschen weird übersetzt wahrscheinlich. Ich muss das Rad am Laufen halten. Ich bin bereit. Bist du bereit? Toll. Wir müssen nur noch eine letzte Sache machen. Bitte gib die aktuelle Zeit ein. Ach, schön. Ich gebe mal nicht die tatsächlich aktuelle Zeit ein. Ich gebe einfach mal hier 12:40 Uhr morgens. So. Bitte passt den Regler so an, dass der Computer gerade noch sichtbar ist. Ich mache mal ein bisschen heller für YouTube. Vielen Dank. Viel Spaß mit The Stanley Parable. Und damit haben wir wieder einen neuen Startbildschirm. Also ich weiß nicht, wie viele neue Startbildschirme mit der Zusprechen neuer Musik es gibt. Aber ich habe hier inzwischen natürlich schon 6 verschiedene Versionen davon gesehen. Ich habe auch ein paar Screenshots gemacht, vielleicht zeige ich die hier schnell nochmal oder so, wenn ich dran denke. Mega geil jedenfalls. Ich mache es jetzt noch schnell mal mit den Epilog mit dem Eimer. Und dann müssen wir natürlich die Achievement-Maschine noch aktivieren. Jetzt, wo sie schon funktioniert. Deswegen sehen wir uns gleich wieder, wo wir den Eimer abholen.
Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. So, und eigentlich müsste das jetzt funktionieren. Ja, ich habe ein As you can Achievement. see, the machine is not working yet since... What? Wait, what in the holy hell is going on? You got the achievement? Why did the machine work? Stanley, I didn't fix it. I didn't do anything to it. I swear, it was broken just a second ago. Who fixed it? Is someone here? Are we being watched? Oh, God. Composure, composure. Yes, as you can see, the machine is working as normal, as I intended. It truly speaks to the awe-inspiring magic of the Stanley Parable too. Breathe. Just breathe.